Hallo, mein lieber Steinbock und natürlich ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Lieber Steinbock, heute mit einer Spezialkartenlegung und zwar geht es heute wirklich um den Aszendenten im Sternzeichen Steinbock. Warum geht es heute um den Aszendenten und nicht einfach um das normale Sternzeichen, sag ich mal? Und zwar schauen wir uns den Aszendenten an, weil dieser sehr, sehr spannend ist. Und zwar haben wir ja Lebensaufgaben, wir haben äußere Lebensaufgaben und wir haben innere Lebensaufgaben. Also wir haben den äußeren Seelenplan und den inneren Seelenplan und der Aszendenten gehört tatsächlich zur inneren Seelenaufgabe. Zum Beispiel die Berufung finden und leben gehört zum äußeren Seelenplan und zum Inneren gehört eben der Aszendenten. Da geht es wirklich um diese innere Erfahrung, die die Seele machen möchte. Und wir schauen uns heute mal die Energien dazu an, zu deinem inneren Seelenweg, Seelenplan. Was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen? Wo darfst du hinschauen? Wo sind vielleicht gewisse Herausforderungen und was darfst du vielleicht eben ein bisschen transformieren? Wie immer, lieber Steinbock, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich, lieber Steinbock. Was ist zurzeit wichtig für dich zu wissen, für deinen inneren Seelenweg? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Was unterstützt dich vielleicht? Wo darfst du hinschauen, um vielleicht Blockaden zu lösen? Wir haben Chance und radikale Akzeptanz. Oha. Ich sehe, dass die Karte dich darauf hinweisen möchte, dass irgendwo vielleicht wie mehr Akzeptanz nötig ist. Das kann auch auf die eigenen Bedürfnisse zutreffen. Vielleicht auch, was auch immer sich hier zeigt bei dir. Es geht aber darum, dass du eine Situation oder ein Bedürfnis oder ein Verlangen oder einen Traum auch vielleicht, dass du das mehr akzeptieren darfst. Und es ist etwas Positives, habe ich das Gefühl. Etwas, was dir eigentlich am Herzen liegt, darfst du wie mehr akzeptieren oder mehr vielleicht auch leben oder dem einfach mehr Raum geben. Also dich nicht verleugnen, also dich nicht unterdrücken, mehr nach dem Herzen. Also akzeptiere mehr, was dein Herz dir sagt, weil ich sehe, in dieser Akzeptanz liegt auch eine größere Chance, als du denkst. Es kann sein, wenn du das mal wirklich ausgesprochen hast oder für dich akzeptiert hast, was auch immer das ist, dass du dann vielleicht Chancen auch besser erkennst oder auch Chancen Platz haben. Oder manchmal, ich sehe das manchmal oft, dass viele Menschen, ich sehe es manchmal auch bei meinen Kommentaren, zum Beispiel bei Liebeslegungen, dann steht unten, ich will keine Liebe, ich habe die Nase voll, aber sie schauen sich Liebeslegungen an. Und da muss man schon sagen, wie paradox ist es denn, wenn man etwas nicht möchte, aber man schaut sich Liebeslegungen an, dann möchte man doch eigentlich Liebe, aber man möchte sich das vielleicht wie noch nicht richtig eingestehen. Also hier wirklich, gesteh dir ein, was du dir wirklich wünschst, also gib dem Raum. Verleugne das nicht, ganz, ganz wichtig, damit Chancen eben auch Platz haben, damit Chancen auch empfangen werden können, weil sonst kannst du Chancen wie nicht richtig empfangen, sonst hast du dort wie immer eine Mauer. Schauen wir mal, lieber Steinbock, was ist denn die Hauptenergie, das Hauptthema? Oha, einige haben den spirituellen Weg gewählt, sehe ich. Oder spirituelle Entfaltung, Spiritualität leben, erfahren, Fähigkeiten oder Intuition stärken. Und ich sehe hier, dass es ganz stark auch um die Intuition geht, also hier vielleicht mehr die Intuition leben oder deine wahren Fähigkeiten
mehr erkennen. Jetzt egal, ob es spirituelle Fähigkeiten sind, es können ja auch andere Fähigkeiten sein. Es muss ja nicht unbedingt spirituelle Fähigkeiten sein. Aber ich sehe, dass hier eine ganz starke Intuition ist und ich finde es ganz toll, dass die Hohepriesterin ist auch eine Herzensenergie und hier hast du schon das Herz. Also hier geht es ganz stark um irgendeine Herzensangelegenheit und diese Herzensangelegenheit gehört zu deinem Seelenplan, zu deinem inneren Plan. Die Hohepriesterin kann auch eine Aufforderung sein, dass du mehr deine Bestimmung aus dem Inneren her oder deine Berufung, aber aus dem Inneren her leben sollst. Die Kraft, Vertrauen und Fürsorge. Also hier ein bisschen mehr ins Vertrauen kommen. Schauen wir mal, die Hohepriesterin. Ja, 3 der Schwerter. Keine Angst haben vor Verletzungen. Folge deinem inneren Gefühl, deiner inneren Intuition mehr. Und ich sehe auch, dass das eigentlich eine sehr heilsame Energie ist, dass dir das Kraft gibt. Es kann sein, wenn du jetzt dich ganz stark von deinem inneren Seelenplan entfernt hast, dass du das fühlst in Form von Sehnsucht. Dass du dich nach etwas sehnst, aber vielleicht kannst du es auch nicht greifen, wonach du dich sehnst. Vielleicht nach der Ferne, nach der Fülle, was auch immer. Also hier sehe ich eben diese Sehnsucht, die gelebt werden möchte. Und ich habe das Gefühl, es hat auch ganz stark mit Spiritualität zu tun. Vielleicht sind einige eigentlich geborene Heiler oder Heilerinnen. Und vielleicht gehört das zu deiner Aufgabe, dies zu akzeptieren, damit du eben diese Fähigkeiten mehr aktivieren kannst. Einfach, falls das dein Thema ist. Schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung für deinen Weg zur Zeit? Was sind die größten Herausforderungen? Der Hohepriester, das ist die Energie der Weisheit. Es kann sein, entweder vertraust du deiner Weisheit noch zu wenig oder vielleicht kannst du auch noch zu wenig dazu stehen oder es ist wie eine blockierte Weisheit, dass du vielleicht manchmal wie das Gefühl hast, du kannst nicht darauf zugreifen. Es kann auch darauf hindeuten, dass man vielleicht eben seine eigenen Fähigkeiten wie klein macht, obwohl die eigentlich ganz groß wären. Falls du das Thema Liebe hast, falls du wirklich das Gefühl hast, das Thema Liebe gehört so ein bisschen zu deinem Seelenweg, dann kann es wirklich auch darum gehen, dass so ein bisschen mehr, dass du mehr deiner Intuition folgst bezüglich Partnerschaften. Und ich sehe, dass hier eventuell Blockaden sind bezüglich, das kann aber auch gespiegelt sein, denk daran, so ein bisschen Bindungsblockaden, dass man sich nicht binden kann. Eventuell ist auch hier ein intensiver Seelenvertrag, der schon fast wehtut. Ist nicht bei allen, nimm nur das an, was zu dir gehört. Und dass jemand wie nicht richtig bereit ist, diesen Seelenvertrag einzugehen, also zu erfüllen, weil da eben diese Angst ist, weil es sehr intensiv ist. Schauen wir mal, der Hohepriester. 4 der Schwerter. Ja, man zieht sich manchmal ein bisschen zu sehr zurück. Also jemand zieht sich hier ganz stark zurück, entweder zu der eigenen inneren Weisheit, die eigentlich da wäre, oder vor einer Verbindung. Es kann auch Verbindung zum Universum sein. Also hier ein kleiner Rückzug oder eine leichte Distanz, weil man eben, da braucht es wie noch so ein bisschen mehr Akzeptanz. Hey, wir haben jetzt einen Seelenvertrag, wir haben eine Seelenverbindung, wir gehen jetzt gemeinsam diese Reise, wir wachsen gemeinsam, wir gehen durch dick und dünn. Oder eben, hey, ich fühle, das ist meine Bestimmung, ich gehe jetzt diesen Weg im Vertrauen oder ich bin ein Heiler oder ich bin eine Heilerin und ich traue mich jetzt, diese Energie zu leben. Das können unterschiedliche Dinge sein. Falls es um Seelenverbindungen geht, denk dran, wir haben immer einen freien Willen, das gehört ja eben zu unserer Lernaufgabe, sonst hätten wir ja gar keine
Felder, wenn uns alles also in den Schoß gelegt werden würde, sondern wir müssen das selbst erkennen und wir haben einen freien Willen. Und hier ist auch ganz wichtig zu verstehen, du hast mehrere Seelenverträge, also nie an einem Seelenvertrag festhalten, wenn der andere Nein sagt. Dann ist es so. Da auch in die Akzeptanz gehen, damit wieder der Raum offen ist für die anderen Verträge, oder? Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Ja, der Turm. Was ist sonst noch wichtig für dich zu wissen für die nächste Zeit? Der Turm, ja, fühlt sich ein bisschen aber nach Vergangenheit an. Vielleicht ist der Turmmoment schon vorbei oder schon länger her. Ich sehe, dass hier ein wackeliger Moment kommen könnte oder kam, der dir vielleicht auch den Boden unter die Füße weggerissen hat, um dir eben etwas aufzuzeigen, was nicht deins ist. Vielleicht geht es um einen Weg, vielleicht geht es um eine Entscheidung. Und erst durch diese Klarheit kannst du erkennen, was wirklich dein Neuanfang ist, wo du wirklich hingehörst. Und hier braucht es einfach eine Akzeptanz. Also falls du den Turmmoment oder erst gerade in diesem Turmmoment bist, geht es hier um Akzeptanz. Hey, das kam nur, damit du eben wachsen kannst, damit du deinen wahren Weg erkennst. Hier Chance für Neuanfang. Ganz große Chance. Schauen wir mal. Der Turm. Ja, Selbstzweifel. Es kann auch sein, dass dich plötzlich auch Gefühle überkommen oder Ängste, Zweifel. Momentan ist ja sowieso Pluto rückläufig. Diese Woche ist eine spezielle Energie, die ist ein bisschen erdrückend. Es kann sein, dass der Kopf dann rattert und Selbstzweifel so richtig hochkommen. Aber der Turm zeigt dir auch gleichzeitig, was ist deins und was ist eben nicht deins. Und da darfst du eben in die Akzeptanz gehen. Oder vielleicht zeigt dir der Turm eben, hey, schau mal, was war und wo du jetzt bist. 4 der Kelche, ja, hier kommen Chancen, wunderbare Chancen, Einblicke, habe ich das Gefühl, innere Einblicke, die dir zeigen, wo du mehr in Leichtigkeit kommst. Der Weg der Leichtigkeit. 2 der Münzen und die Liebenden. Aber nichtsdestotrotz geht es wieder um eine Entscheidung. Wofür entscheide ich mich? Für den Kopf oder für das Herz? Was sagt überhaupt mein Herz? Was sagt überhaupt mein Kopf? Also hier Entscheidungen aus dem Herz. Also du siehst, du hast sehr viele Herzensenergie. Wir haben einmal das Herz, zweimal das Herz, dreimal das Herz, 4-mal das Herz. Also hier geht es wirklich um radikale Akzeptanz, was dein Herz möchte. Und dein Herz möchte ja nicht leiden, dein Herz möchte Fülle haben. Das sehe ich hier ganz, ganz stark. Also sehr auch eine Energie von Wachstum, also Chance für Wachstum, Chance für, dass du mehr auch das leben kannst, was du wirklich, wirklich aus dem Inneren her bist. Schauen wir mal, was ist denn der Rat? Was ist dein Rat? Der Herrscher. Erschaffe dir dein Leben. Erschaffe dir dein Leben mehr aus deinem Herzen heraus. Warte nicht, dass etwas im Außen passiert, dass andere zu dir Ja sagen, sondern sag Ja zu dir selbst und erschaffe dir dein Leben. Weil der Herrscher, der sitzt nicht auf dem Sofa und träumt sein Leben, sondern der erschafft sich sein Leben. Also seine Träume werden in die Realität umgesetzt. Dort darfst du so ein bisschen mehr hinschauen. Schauen wir noch schnell den Schatten an. Was liegt noch stärker im Verborgenen? Wo hast du viel zu wenig den Fokus? Königin der Stäbe, Schöpferenergie. Selbstverwirklichung ist tatsächlich, gehört auch zu unserem Seelenplan, also zu unserer Lebensaufgabe. Diese Selbstverwirklichung, wirklich aus uns entfalten, Masken ablegen. Und vielleicht darfst du ein bisschen mehr auf das Thema Selbstverwirklichung eingehen.
vor allem wenn du auch das Thema Liebe hast, wenn du sehr stark auf das Thema Liebe fokussiert bist oder auf das Thema Seelenverbindungen, fordern dich die Karten auf, jetzt den Fokus mal mehr auf dich zu lenken, auf dein Leben und dich vielleicht mehr zu verwirklichen. Was ist deine Passion zum Beispiel? Was erfüllt dich? Da ein bisschen raus aus der Abhängigkeit. Ganz, ganz wichtig. Ja, lieber Steinbock, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.